Das ist die Eureka Libra 65 All-Purpose, eine Mühle von Eureka mit kleiner integrierter Waage. Die Waage sorgt dafür, dass die Menge, die ihr hier oben einstellt, 18 Gramm in diesem Fall, im Siebträger oder in einem kleinen Behälter herauskommt. Wir haben die Mühle intensiv getestet. Es ist ein ausführliches Video entstanden. Hier und jetzt will ich in diesem Video nochmal kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Qualitätsmerkmale, aber auch die größten Schwächen der Mühle sind. So eine Mühle mit integrierter Waage, das ist schon was Feines, wenn ihr den Mahlgrad einstellen wollt. Denn die Mühle gibt euch einfach immer die Menge Kaffee, die ihr einstellt. Beim Siebträger, beim Espresso machen sind es dann irgendwie 16, 17, 18, 19 Gramm bei der Doppelportion. Die stellt ihr oben ein und selbst wenn ihr den Mahlgrad verstellt, so sollte diese Kaffeemenge rauskommen. Das ist toll, wenn ihr noch auf der Suche nach dem richtigen Mahlgrad seid, denn ihr könnt euch dann sicher sein, dass die Kaffeemenge im Siebträger ist. Ohne jedes Mal nachstellen zu müssen, ohne jedes Mal nachwiegen zu müssen. So die Idee. Wenn wir eine klassische Mühle mit zeitgesteuerter Kaffeeausgabe verwenden, dann ist es oft so, oder dann ist es eigentlich immer so, dass wir nachwiegen müssen, ob diese Kaffeemenge noch stimmt. Denn wenn wir feiner mahlen, dann haben wir immer weniger Output. Und wenn wir gröber mahlen, dann haben wir immer mehr Output. Das heißt, dieser Wert, diese Größe verändert sich. Deshalb sind Mühlen mit integrierter Waage eine sehr tolle Erfindung, um auf der Suche nach dem richtigen Mahlgrad eben diesen zu finden. Ob das aber funktioniert, ist natürlich eine der Fragen, die wir uns genauer angeschaut haben, der wir uns genauer gestellt haben in unserem ausführlichen Test über die letzten Monate. Und wir können sagen, in vielen Szenarien funktioniert das sehr gut. Nämlich dann, wenn ihr euch für einen Kaffee entscheidet, den ihr dauerhaft oder länger verwendet. Und wenn ihr den verwendet und nicht häufig wechselt, dann lernt die Mühle sehr gut, diese Menge auszugeben. Die Menge eben, die dann eingestellt ist. Wenn ihr allerdings den Kaffee wechselt, also jetzt einen helleren Kaffee, einen dunkleren Kaffee, einen Kaffee, der einen anderen Mahlgrad hat oder verlangt oder einen Kaffee, der eine andere Dichte, ein anderes Gewicht hat, dann ist die Mühle erstmal nicht präzise und braucht 2 bis 3 Mal Mahlung, um dann wiederum die richtige Mahlmenge zu erreichen. Und deswegen würden wir sagen, ja, das klappt in dieser konstanten Situation. Da hatten wir dann wirklich eine präzise, wiederholbare Mahlmengenausgabe. Beim Wechsel auf andere Kaffees, das war dann ein bisschen schwieriger. Nun wirbt Eureka damit, dass diese Mühle All-Purpose sei. All-Purpose bedeutet für mich, ich kann es für alles nutzen, für vieles nutzen. Sie ist flexibel. Und da würde ich sagen, nein, was den Wechsel von Kaffee zu Kaffee angeht, ist die Mühle nicht All-Purpose, sondern ist da eher so ein bisschen mehr statisch unterwegs, also weniger flexibel. Wie sieht's aber aus, wenn wir einen Filterkaffee machen wollen? Geht das? Schmeckt der Kaffee? Wie ist dann die Partikelverteilung? Haben wir uns angeschaut, wir haben den Filterkaffee geprüft und können sagen, wenn wir dann Filterkaffee machen und die Mühle eingestellt haben, dann trinken wir interessanten und guten Filterkaffee. Nur kommen wir wieder zur gleichen Problematik. Wir müssen die Mühle erst leeren, wir müssen den Totraum ausmalen und dann können wir den Filterkaffee brühen. Und auch dann ist es so, dass der Kaffee erstmal nicht in der richtigen Menge ausgegeben wird, sondern die Mühle wieder diesen neuen Kaffee auf diesem neuen Mahlgrad lernen muss. Das heißt, Wechsel von Espresso zu Filterkaffee und wieder zurück ist nicht die Stärke der Mühle. Beherrscht sie nicht gut, da entscheidet ihr euch besser für eine Single-Dosing-Mühle. Schmeckt der Filterkaffee? Absolut. Schmeckt der Espresso? Absolut. Aber eben nicht im Wechsel. Wie aber schmeckt der Kaffee? Wie aber ist die Performance? Super interessant. Sprechen wir ausführlich drüber in unserem ausführlichen Video und ich will es hier nur kurz zusammenfassen, denn die Partikelverteilung, also die Mahlgradverteilung, die Korngröße der einzelnen kleinen Mahlgutteilchen ist auffällig besonders. Wir haben einerseits sehr viele uniforme, gleich große Teilchen. Das ist gut. Wir haben relativ wenig Kleinstteilchen. Das ist eigentlich gut. Und das führt dazu, dass wir einen sehr komplexen, tollen, leckeren Kaffee trinken. Es führt aber auch dazu, dass das Extraktionsverhalten beim Espresso machen auffällig anders ist als bei anderen Mühlen, die ein breiteres Peak haben, also einen breiteren Berg. Bei Mühlen mit einem breiteren Peak, die wir meistens antreffen, kommen so nach 6, 7, 8 Sekunden die ersten Tropfen beim Espresso-Brühen heraus. Mit dieser Mühle, mit diesen Mahlscheiben kommen die ersten Tröpfchen so nach 11, 12, 13 Sekunden, also deutlich später.
weil wir so fein mahlen müssen. Gleichzeitig beschleunigt sich im Espresso-Extraktionsprozess die Brühung massiv. Das heißt, der Widerstand im Kuchen reduziert sich, während wir brühen. Und das haben wir so bei wenigen Mühlen bisher beobachtet. Und das ist eine Auffälligkeit bei dieser Mühle, weswegen wir das Gefühl haben, das Ergebnis ist lecker und wirklich lecker, richtig toll, ganz außergewöhnlich, ganz besonders. Aber nur, wenn die Mühle gut eingestellt ist. Und da sind wir uns nicht sicher, ob das für jeden, der vielleicht mit dem Espresso-Brühen beginnt, die richtige Mühle ist. Es ist auf jeden Fall die richtige Mühle oder die richtige Mahlscheibe, wenn ihr anspruchsvolle, komplexe Brühungen machen wollt und vielleicht die Möglichkeit habt, sogar mit Fließgeschwindigkeitsprofilen oder mit Druckprofilen mit eurer Espressomaschine zu arbeiten. Das Espresso-Potenzial und das Filterkaffee-Potenzial mit diesen Mahlscheiben ist super. Sehr gut. Klasse, gefällt uns. Geschwindigkeit ist langsam. Es ist eine langsame Mühle, auch aufgrund dieses besonderen Schliffs der All-Purpose-Mahlscheiben. Was hat sich noch verändert positiv von diesem Modell zum Vorgänger? Wir haben Mahlscheiben, wo nur die untere Mahlscheibe mit offensichtlichen Schrauben verschraubt ist, die obere nicht mehr. Das reduziert ein wenig den Totraum. Wir kommen heute auf 2,1 gesamthaften Totraum. Davon sind 1,5 temporär und 0,6 permanent. Die bleiben also da. Ist eine deutliche Verbesserung und ist ein sehr guter Wert für eine Mühle mit Bohnenbehälter. Lautstärkentechnisch sind wir eher kräftig laut unterwegs mit 84 Dezibel. Da ist die Mühle keine, die man mit in ein Versteck nehmen sollte, denn da würdet ihr auf jeden Fall gefunden werden. Eine wirklich positive Verbesserung der Mühle zur Vorgängermühle ist nicht nur die größere Mahlscheibe, wir sind von 55 auf 65 gegangen, sondern ein weiteres Rad ist größer geworden, nämlich das Mahlgradverstellrad. Das sitzt hier oben drauf und war früher immer sehr klein. Jetzt ist es so groß wie das King-Size-Rad, was ihr für manche Mühlen auch zusätzlich nachkaufen könnt und hat zusätzlich auch eine runden Einsteller-Anzeige. Ihr seht also, wie viel gröber ihr gegangen seid oder wie viel feiner ihr gegangen seid. Mit jeder Umdrehung geht die Anzeige um eine Zahl nach oben oder nach unten. Ihr könnt also im Prinzip relativ einfach zu einem Filterkaffee-Mahlgrad gehen und dann wieder zurückkehren. Für das Mahlrad stimmt das. Für die allgemeine Flexibilität der Umstellung eher weniger, habe ich schon gesagt. Dennoch würden wir sagen, gesamthaft ordentliche Bedienung, jetzt nicht super gut, aber auch nicht schlecht, sondern sie lässt sich gut bedienen. Was ein bisschen kompliziert ist, ist einerseits, dass ihr immer einen Dosiertrichter auf dem Siebträger braucht, damit ihr nicht vorbeimalt. Dann müsst ihr ein bisschen komplizierter einfädeln und auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder so Aussetzer der Mühle, nämlich zum Beispiel dann, wenn ihr nicht innerhalb von 10 Sekunden beginnt mit dem Mahlen. Denn dann tritt hier vorne so eine Fehlermeldung auf, kennen vielleicht einige, die die Mühle haben. Auf der Ziffer wird dann angezeigt FH, das bedeutet, die Mühle hat ein bisschen Schwierigkeiten, den Siebträger oder den Dosierbehälter zu tarieren und beschwert sich dann. Das passiert, wenn ihr nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Hineingeben des Siebträgers mit der Mahlung beginnt. Manchmal beginnt es auch, wenn ihr den Siebträger nicht gerade einführt oder wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten hier habt beim Einführen des Siebträgers. Ist ein bisschen schwierig manchmal zu erkennen, woher der FH-Fehler kommt. Sicherlich eines der Probleme der Mühle, dass es hier so eine Obersensibilität gibt, die immer mal wieder auftaucht. Deswegen bewerten wir die Bedienbarkeit der Mühle so mit Mittel, also nicht gut, nicht schlecht, aber auf jeden Fall ausbaufähig. Ein bisschen verloren hat die Mühle in Sachen Reinigungsbedingungen, denn heute ist es so, wenn ihr die Mühle aufmachen wollt, wenn ihr die Mühle wirklich tiefenreinigen wollt, dann müsst ihr hier das Mahlgradrad demontieren und dann verändert sich die Mahlgradeinstellung, nur dann kommt ihr wirklich nach unten. Wenn ihr dann alles wieder zusammenbaut, dann habt ihr nicht mehr den gleichen Mahlgrad, den ihr vorher gehabt habt, auf der gleichen Mahlgradeinstellung. Das heißt, das ist ein bisschen unpraktisch. Ihr verliert also da eure alten Rezepte womöglich, die ihr euch notiert habt. Deswegen haben wir das ein bisschen schlechter bewertet als in der Vergangenheit. Insgesamt ist die All-Purpose eine interessante Mühle, die wirklich guten Filterkaffee kann, die wirklich guten Espresso kann, die geschmacklich absolut spannend ist und durchaus anspruchsvoll in dem, was sie euch dann liefert. Sie ist allerdings nicht flexibel. Ihr könnt nicht mal eben hin und her gehen. Vielleicht meint All-Purpose, dass ihr vielleicht 2 von den Mühlen braucht, die nebeneinander stehen. Gut, ist eine heftige Investition mit rund 700 € bzw. 850 Franken, muss man da schon richtig viel Geld in die Hand nehmen. Wenn ihr dazu bereit seid, dann könnte die Mühle euch guten Filterkaffee und guten Espresso machen. Ob die Eureka Libra 65 All-Purpose damit für euch die richtige Mühle ist, könnt am Ende nur ihr selbst entscheiden. Wenn ihr weitere Argumente dafür oder dagegen braucht, schaut in unserem langen Video vorbei. Da werden wir die Mühle ausführlich in der Länge besprechen.
Danke fürs Zuschauen, auch hier bei der Kurzzusammenfassung. Passt auf euch auf. Auf bald.